Leute, im heutigen Video soll es um Produkte gehen, die für mich persönlich nicht funktioniert haben und entsprechende Alternativen dazu. Dann starte ich mal mit dieser Sonnencreme von Bondi Sands, und zwar ist das die Hydra UV Protect SPF 50 Plus. Die kommt in so einer kleinen Flasche daher, also hier sind 40 Milliliter drin und ich glaube, die kostet um die 10, 12 Euro. Ich blende euch den Preis auch nochmal ein. Und das größte Problem bei diesem Produkt ist einfach, dass es bei mir wirklich extrem in den Augen brennt. Also so schlimm hatte ich das tatsächlich noch nie bei einer Sonnencreme. Kurz nach dem Auftrag sind meine Augen so dermaßen geschwollen und rot. Es sieht aus, als hätte ich, weiß ich nicht, 2 Kilo Zwiebeln auf einmal geschnitten. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich die an einem Tag ausprobiert habe und mein Freund nach Hause gekommen ist und ich einfach nur stundenlang geheult habe, weil diese Sonnencreme so krass meine Augen gereizt hat, dass mein Freund sich wirklich Sorgen gemacht hat. Also er hat gefragt, warum meine Augen so extrem rot sind, ob alles gut bei mir ist, ob ich mich gut fühle und so. Ich habe ihm dann erklärt, dass es an der Sonnencreme liegt und dementsprechend ist das hier ein absolutes Flop-Produkt und ich würde sagen, dass jede andere oder fast jede andere Sonnencreme, die ich besitze, eine deutlich bessere Alternative dazu ist. Ich habe auch eine Empfehlung für euch, die sich ähnlich anfühlt vom Finish her, aber die mir keine brennenden, geröteten und tränenden Augen bereitet. Und zwar ist es die Haru Haru Wonder Black Rice Moisture Air Fit Daily Sunscreen. So schaut die aus, kommt in einem super praktischen Pumpspender daher. Ich glaube, ich habe irgendwie um die 10 Euro dafür bezahlt, als es einen Rabatt bei YesStyle gab. Und ich finde die einfach vom Finish, vom Hautgefühl recht identisch zu diesem Produkt von Bondi Sands, außer eben der Tatsache, dass die meine Augen reizt. Ich finde die von der Formulierung auch deutlich besser. Ich finde sie vom Hautgefühl deutlich angenehmer. Hier ist eben auch das Problem, dass diese Sonnencreme einen recht spürbaren Film auf der Haut hinterlässt. Und hier ist das definitiv nicht so extrem. Also sie hat dennoch ein pflegendes Finish. Man merkt sie auch leicht auf der Haut, aber wie gesagt, dieses Produkt ist deutlich besser im Vergleich zu dem von Bondi Sands. Wir bleiben mal noch ein bisschen in der Sonnenschutzkategorie und der nächste Flop ist die Foamy Feste Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 30. Dazu habe ich auch ein komplettes Video gemacht, in dem ich versucht habe, die korrekte Menge von diesem Produkt aufzutragen, was einfach nahezu unmöglich war. Also ich habe es auch danach immer wieder mal probiert, aber es ist einfach nicht machbar. Dieses Produkt fühlt sich unangenehm auf der Haut an, es ist sehr schmierig, es ist sehr wachsig. Und selbst nach 15 Minuten einreiben und dieses feste Stück auf dem Gesicht verteilen, schafft man einfach nicht, die korrekte Menge aufzutragen. Und dementsprechend ist das für mich persönlich ein absolutes Flop-Produkt, bei dem ich mich frage, ob man das wenigstens einmal selber ausprobiert hat. Es ist halt relativ hart und es beansprucht die Haut relativ stark. Das heißt, alle, die eine super empfindliche Haut haben oder Rosacea oder Akne haben, sollten mit solchen Produkten definitiv vorsichtig sein. Ich mag es nicht. Ich weiß nicht, wie ich es weiter benutzen werde. Also wahrscheinlich werde ich so auf den Handrücken auftragen. Dafür geht das ganz gut. Aber ehrlich gesagt finde ich das auch ein bisschen unhygienisch, weil hier einfach nichts drumherum ist, wo man das Produkt gut festhalten kann. Es fängt dann irgendwann an der Oberseite zu schmelzen aufgrund der Körperwärme. Ich kriege jetzt schon ganz wachsige Finger, nur weil ich das hier in der Hand halte. Und dementsprechend ist das nicht sehr hygienisch für mich. Auch hier überall an der Oberfläche oben haben sich schon einige Fussel abgesetzt. Dementsprechend ist das für mich ein Produkt, das im Alltag nicht so gut funktioniert. Und als Alternative kann ich euch eigentlich jeden Sonnenschutzstick empfehlen, der einfach nochmal drumherum eine Verpackung hat, weil man solche Produkte besser handhaben kann und sie eben auch besser anwenden kann. Die Sache mit der Dosierung ist meiner Meinung nach immer noch ein Problem. Also bei Sonnenschutzsticks ist es nahezu unmöglich, die korrekte Menge aufzutragen. Ich habe das wirklich etliche Male ausprobiert, es funktioniert überhaupt nicht und deswegen benutze ich feste Sonnenschutzprodukte nur noch für Handrücken, für Ohren oder aber auch für die Lippen, manchmal im Augenbereich, wenn ich merke, dass meine Augen an einem Tag besonders empfindlich sind. Da funktionieren solche wachsigen Produkte ein bisschen besser im Vergleich zu Cremes.
Aber alles, was so großflächige Hautareale angeht, da benutze ich lieber meine Sonnencremes, weil ich da die Menge deutlich besser einschätzen kann. Und ein paar Sonnensticks, die ich euch empfehlen kann oder allgemein feste Sonnenschutzprodukte sind beispielsweise diese Lippenpflegestifte. Also die benutze ich auch tatsächlich für meine Lippen. Ich habe auch einen von Sundance, den ich nur im Augenbereich verwende oder beispielsweise auch an den Ohren. Und die sind einfach ganz wunderbar. Die haben ein gutes Schmelzverhalten, das heißt, die sind nicht zu hart. Also im Vergleich zu diesem Stück von Foamy sind die deutlich, deutlich weicher und lassen sich besser auftragen. Und dementsprechend sind das für mich deutlich bessere und auch hygienischere Alternativen. Die Sonnencreme von The Inkey List mag ich persönlich auch nicht, obwohl sie im internationalen Raum relativ stark gehypt wird. Aber wenn ich ehrlich sein soll, finde ich sie vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht sonderlich gut, zumal unsere Drogerie-Sonnencremes hier teilweise bessere Formulierungen haben. Das liegt unter anderem daran, dass die The Inkey List Produkte hauptsächlich für den amerikanischen Markt produziert werden und dass da viele UV-Filter nach wie vor nicht zugelassen wurden. Da haben wir hier im europäischen Raum definitiv einen großen Vorteil und dementsprechend finde ich sie einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so gut, weil unsere Drogerieprodukte besser formuliert sind, aber auch ähnlich performen. Diese Sonnencreme fühlt sich recht pflegend an, sie hinterlässt einen dezenten Film auf der Haut, sie ist aber nicht zu fettig und wenn ich sie mit einer Sonnencreme vergleichen müsste, dann definitiv mit einem Drogerieprodukt und zwar beispielsweise mit dem Sun-Ozone Sensitive Sonnenfluid. Ich finde die beide vom Finish relativ ähnlich, nur dass das Sonnenfluid deutlich besser formuliert ist und auch die Sonnenmilch von Sundance in dieser Kids-Version. Das ist 1:1 die gleiche Formulierung wie beim Sun-Ozone Sonnenfluid. Das heißt, wenn ihr mit dieser Sonnencreme nicht so gut zurechtkommen solltet oder keine 15 € locker habt, dann schaut euch unbedingt die Produkte aus der Drogerie mal an. Dass ich jemals ein Produkt von Purito als Flop-Produkt in die Kamera halten würde, hätte ich persönlich nicht gedacht, aber die Oat-In Calming Gel Cream hat für mich persönlich nicht so gut funktioniert. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie irgendwas mit meiner Haut gemacht hat, also sie hat sich nicht positiv auf meine Haut ausgewirkt, aber sie hat eben auch dazu beigetragen, dass meine Haut ein bisschen unruhiger wurde und dementsprechend ist das für mich einfach ein Flop-Produkt, das für meine Haut nicht gut funktioniert hat. Dabei handelt es sich auch um so eine Gelcreme. Das heißt, hier kommt einfach so ein sehr transparentes Gel raus, das man easy peasy verteilen kann, das auch gut Feuchtigkeit spendet. Aber wie gesagt, dieses Gel hat nicht so viel für meine Haut getan, außer sie ja unruhiger werden zu lassen. Und dementsprechend habe ich auch eine Alternative für euch, die für mich zumindest besser funktioniert. Und zwar hat die Ordinary ein neues Produkt rausgebracht, das sich Natural Moisturizing Factors plus Beta-Glucan nennt. Und auch hierbei handelt es sich um ein Gel. Ich hatte ja zunächst falsch vermutet, dass das irgendwie eine Ergänzung zu der anderen Creme sein soll, die eine ähnliche Bezeichnung hat, nur dass hier eben Beta-Glucan hinzugefügt wurde. Aber das ist tatsächlich ein Gel. So schaut das aus. Und auch das performt wunderbar. Lässt sich easy peasy verteilen, spendet schön Feuchtigkeit und lässt meine Haut definitiv nicht unruhiger werden. Also das vertrage ich deutlich besser im Vergleich zu dem Purito Gel. Sprich, wenn ihr eine Alternative sucht, die der Haut Feuchtigkeit zuführt, dann schaut euch unbedingt dieses neue Produkt von The Ordinary an. Auch wenn ich das neue Feuchtigkeitsgel von The Ordinary gerne mag, kann ich das leider von dem Foaming Cleanser nicht behaupten. An sich ist er nicht verkehrt formuliert, hier sind hautfreundliche Zuckertenside enthalten, aber von der Performance und das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich es persönlich einfach nicht so gut. Ich finde, es lässt sich nicht gut aufschäumen, es lässt sich nicht gut verteilen, die Reinigungsleistung ist nur okay und dafür lässt es aber meine Haut irgendwie total trocken
und extrem spannend zurück und das mag ich mit meiner fettarmen Haut überhaupt nicht. Meine Alternative zu dem Cleansing Foam von The Ordinary kommt aus der Drogerie und zwar ist das der Balea Hautrein Softer Reinigungsschaum. Der performt meiner Meinung nach deutlich besser. Auch hier sind Zuckertenside enthalten, die wie gesagt zu den hautfreundlichen Tensiden zählen. Nur, dass das Produkt sich deutlich angenehmer anwenden lässt. Einmal durch den Pumpmechanismus hier oben, denn wenn man hier drauf drückt, kommt der Reinigungsschaum als fertiger Schaum raus und man kann ihn sofort auf dem Gesicht verteilen. Er brennt bei mir nicht in den Augen und ich muss auch sagen, dass er eine etwas bessere Reinigungsleistung hat im Vergleich zu dem Produkt von The Ordinary. Also man kriegt trotzdem kein Heavy Make-up damit runter, aber so für Hautpflege, Sonnencreme, Tinted Moisturizer reicht das allemal und ich vertrage ihn auch wunderbar und meine Haut spannt auch nicht nach der Anwendung. Der Balea Beauty Expert Acelain Booster hat für meine Haut leider überhaupt nicht funktioniert. Ich habe ihn mehrere Wochen angewendet und musste feststellen, dass dieses Produkt meine Haut leider unruhiger macht. Also ich konnte das richtig sehen, dass sich Rötungen gebildet haben, dass sie einfach texturierter geworden ist, dass hier und da Entzündungen aufgetreten sind. Und sobald ich das wieder abgesetzt habe, hat sich meine Haut wieder eingepegelt. Ich muss dazu auch sagen, dass ich ein Skincare-Tagebuch führe, weil ich natürlich weiß, dass super viele Faktoren solche Hautveränderungen beeinflussen können. Und dementsprechend schreibe ich mir das auch alles immer auf und versuche Produkte so zu integrieren, dass ich bestimmte Dinge auch wirklich auf die Produkte zurückführen kann und dementsprechend kann ich auch für mich sagen, dass der Balea Beauty Expert Acelain Booster mit meiner Haut nicht kompatibel ist. Sprich, ich konnte jetzt auch keinerlei positiven Effekt auf meine Haut feststellen. Dementsprechend bleibe ich auch bei dem Produkt, das für mich richtig gut funktioniert und das Acelainsäure enthält, also kein Derivat, sondern tatsächlich die Acelainsäure und das in einer Konzentration von 15%. Das ist tatsächlich das einzige Produkt bisher mit 15% Acelainsäure, das ich richtig gut vertrage. Ich hatte auch mal die verschreibungspflichtige Version, die habe ich nicht so gut vertragen. Also am Anfang ging das gut, aber später wurde es einfach schlimmer. Meine Haut wurde sehr unruhig, war extrem gereizt und dementsprechend konnte ich das dann irgendwann nicht mehr verwenden. Ich habe Acelainsäure dann auch zwischenzeitlich komplett aufgegeben, auch wenn ich um die Vorteile wusste. Aber alle Produkte, die ich mit Acelainsäure sozusagen ausprobiert habe, hatten einen negativen Effekt auf meine Haut, bis ich das Face Theory Lumicella A15 Serum entdeckt habe. Das ist ein bisschen krisselig, also es hat so ein bisschen Textur, wenn man das aufträgt. Das liegt unter anderem daran, dass Acelainsäure einfach nicht so easy zu verarbeiten ist. Aber damit kann ich persönlich leben, weil ich dieses Serum nur abends anwende und meistens nur lokal, also nur in den Bereichen, wo ich das Produkt auch wirklich haben möchte. Also zum Beispiel dort, wo ich vor allem zu Hyperpigmentierung neige, wie beispielsweise am Kinn. Dort trage ich das Ganze dann auf und der Rest meines Gesichts, der kommt eigentlich selten mit diesem Produkt in Kontakt und dementsprechend stört mich das auch absolut nicht. Auf die Solid in Ceramide Lip Essence von Toriden oder Torin, keine Ahnung, wie man die Marke ausspricht, habe ich mich wirklich riesig gefreut, denn ich liebe Lippenprodukte mit Ceramiden drin oder allgemein mit Inhaltsstoffen, die barrierestärkend wirken können, weil ich da feststellen konnte, dass das wirklich einen positiven Effekt auf meine Lippen hat. Ich bin in dem Bereich total empfindlich und dementsprechend muss ich da immer so ein bisschen schauen, welche Produkte für mich gut funktionieren und welche nicht. Und das hier ist leider ein Produkt, das für mich nicht so gut funktioniert hat. Ich habe auch eine Vermutung, warum das der Fall ist, denn dieses Lippenprodukt basiert auf Petrolatum und Petrolatum ist eher ein Stoff, der okklusiv aufliegt, also der Haut jetzt nicht wirklich etwas zuführt, sondern eher vor Feuchtigkeitsverlust schützt, vor
Wasser, vor Umwelteinflüssen, vor Wind und Wetter und so weiter und so fort. Und das hatte ich hier irgendwie im Gefühl, dass das so ein bisschen dazu beiträgt, dass dieses Produkt nicht sonderlich viel für meine Lippen tut. Hier sind natürlich noch andere Bestandteile enthalten. Das muss jetzt nicht an dem Petrolatum liegen, aber das ist meine Vermutung, warum das keinen positiven Effekt auf meine Lippen hatte, und dementsprechend ist das für mich ein Flop-Produkt, aber ich habe hier zwei Alternativen, die für mich gut funktionieren, und zwar ist das wie immer der Freiöl Lippenbalsam. Hier sind Ceramide enthalten und dieses Produkt habe ich jetzt schon zigmal nachgekauft, weil es wirklich einen positiven Effekt auf meine Lippen hat. Immer wenn ich das auftrage, wenn meine Lippen spröde oder rau sind, dann weiß ich, am nächsten Morgen sind meine Lippen wieder tippitoppi und sie fühlen sich super geschmeidig an. Ich persönlich vertrage das auch wunderbar und komme damit richtig, richtig gut zurecht. Und wenn es etwas sein soll, das ein bisschen wachsiger und dicker ist, dann kann ich euch den John und Len Beauty Bliss Lippenpflegestift empfehlen. Und zwar ist das der in dieser pinken Verpackung. Ich glaube, das ist auch tatsächlich die einzige Version ohne Beduftung oder deklarationspflichtige Duftstoffe. Da muss ich ja auch so ein bisschen drauf achten, weil ich Duftstoffallergikerin bin. Und der ist einfach super wachsig auf den Lippen. Also der ist pflegend und sehr wachsig und dementsprechend benutze ich den so ein bisschen wie eine Lippenmaske vorm Zu-Bett-Gehen. Ich mache das auch manchmal so, dass ich mir ein bisschen was von diesem Freiöl-Lippenbalsam auftrage und dann da drüber nochmal mit dem Lippenpflegestift von John and Len drüber gehe, damit da einfach nochmal wie so eine schützende Schicht drüber kommt. Über Shampoo rede ich ja relativ selten auf meinem Kanal, aber wenn es etwas dazu zu sagen gibt, dann tue ich das natürlich und heute ist das mal der Fall. Normalerweise benutze ich ja meine festen Shampoos bzw. seifenfreien Waschstücke immer im Wechsel. Das habe ich euch ja auch schon vor Ewigkeiten mal erzählt, dass das für meine Kopfhaut und für mein Haar einfach am besten funktioniert und dementsprechend teste ich mich auch gerne mal durch flüssige Shampoos. Und ein Shampoo, das für mich einfach absolut nicht funktioniert hat, ist das Balea Natural Beauty beruhigende Shampoo. Also das ist, glaube ich, auch die einzige Sorte ohne deklarationspflichtige Duftstoffe. Es ist zwar parfümiert, aber enthält, wie gesagt, keine deklarationspflichtigen Duftstoffe. Und dieses Shampoo ist wirklich eins der schlimmsten Shampoos, die ich seit langem ausprobiert habe. Das liegt unter anderem daran, dass das wie Sau in den Augen brennt und meine Haare extrem spröde und trocken zurücklässt. Hatte ich bis dato wirklich bei keinem einzigen Shampoo, also zumindest kann ich mich nicht erinnern und dementsprechend ja, ist das für mich einfach ein totales Flop-Produkt. Ich benutze das mittlerweile nur noch zum Pinselwaschen, zum Duschen, zum Händewaschen, um es aufzubrauchen. Es ist auch Gott sei Dank nicht mehr so viel drin. Aber das ist definitiv ein Produkt, das ich nicht nachkaufen würde. Und eine Alternative, die für mich besser funktioniert und die auch, glaube ich, günstiger ist das Balea Seidenglanz-Shampoo mit Pfirsichduft. Auch das kommt komplett ohne deklarationspflichtige Duftstoffe aus. Es lässt sich gut verteilen, es schäumt gut, es brennt nicht in den Augen, also zumindest habe ich davon noch nichts mitbekommen. Sollte sich das ändern, gebe ich euch definitiv Bescheid und es hinterlässt meine Haare einfach schön, flockig, locker und definitiv nicht spröde oder trocken, genauso wie es bei einem Shampoo sein sollte. Und zu guter Letzt habe ich hier noch ein Augenbrauenprodukt, das für mich nicht so gut funktioniert hat. Und zwar ist es das Essence Fix It Like a Boss Transparent Brow Fixing Gel. Zum einen ist es parfümiert, also es hat so eine super Kaugummi-artige Beduftung, was ich bei einem Augenbrauengel total eigenartig finde. Also das ist nichts, was ich mir für meine Augenbrauen wünsche oder was ich total vermisst habe, weil ich weiß einfach nicht, wer an meine Augenbrauen riechen sollte oder wie ich überhaupt an meine Augenbrauen kommen sollte, um daran zu riechen. Dementsprechend ein bisschen eigenartig, dass das so parfümiert ist. Aber das hält einfach auch meine Augenbrauenhärchen überhaupt nicht im Zaum. Deswegen funktioniert das für mich einfach nicht, zumal die Bürste einfach riesig ist. Also das ist so eine typische Mascara-Bürste und damit kann man einfach nicht so gut
gezielt in die Augenbrauenhärchen reingehen und diese so legen, wie man es möchte. Eine deutlich bessere Alternative dazu ist das Catrice Super Glue Brow Gel. Das habe ich euch ja bereits in meinen Favoriten gezeigt. Erstens kann ich damit meine Härchen wunderbar fixieren und die bleiben dann auch an Ort und Stelle. Und zweitens ist das Bürstchen deutlich kleiner, wodurch man damit einfach gezielter die Augenbrauenhärchen zurechtlegen kann. Das war's schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen oder wenn ihr einen Kommentar schreibt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.